Alrighty dann Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget. Heute mit ein bisschen theoretischen Zeugs. Es gibt gab 2 Umfragen, leider gibt es eine nicht mehr. Die habe ich leider nicht aktiv mehr nutzen können, weil ich gehofft habe, dass sie noch bis heute auch gültig ist. Machen wir erstmal die Character Name Change due to Server Merges. Und zwar geht es hier um die Problematik, wenn Server gemerged werden und man hat zum Beispiel 2 Charakter mit dem gleichen Namen. Wie soll da verfahren werden? Und ja, da hat Shakes and Fidget eine Umfrage dazu gemacht. Natürlich ist es so, dass es jetzt erstmal die Server vor allen Dingen betrifft, die gemerged wurden, gerade die alten Server. Es ist ja auch die Frage, wann wird Shakes and Fidget einen Server zusammen mergen wollen. Die erste Phase sind jetzt wirklich alte Server, die aber auch von der Aktivität her in der Regel jetzt nicht so krass am Start waren. Gut, man hat auf dem einen oder anderen Server einen sehr guten Char gehabt und man hat auch auf Chile 2 zum Beispiel ein paar, Aufholjäger gehabt. Aber wonach richtet sich das eigentlich? Ne? Also so richtig steht es nicht fest. Ob es eine zweite, dritte Welt geben wird, steht dann dementsprechend auch noch nicht fest. Ich gehe davon aus, dass gerade, diejenigen, die in den letzten 2 Jahren Server gestartet haben, dass die in der Regel davon noch nicht betroffen sein werden. Aber trotzdem kann das ja passieren. Und klar, die Frage muss man sich stellen. Und Shakes and Fidget hat hier in dieser Umfrage gesagt, man kann nach 3 Kategorien entscheiden lassen, tendenziell. Die sich überlegt haben, das wäre das Level, also höheres Level würde dann den Namen behalten können. Activity, welcher Charakter ist aktiver und Registration Date. So. Und ja, im Prinzip soll man dann auch zum Beispiel auswählen. Es gibt noch eine 4. Option. In addition, there's the possibility to make renaming a little bit more understandable. We can ensure that the new name takes from a form of old name, old word, instead of old name, Old Server ID. Ja, das ist nämlich im Moment der Fall, dass die Server ID dahinter steht. Wenn eine Gilde sich zum Beispiel, also gemerged wurde und der Gildenleiter noch nicht aktiv war, da steht das auch in der Gilde drin. Die Charakter-ID, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Dass man die Old World so nimmt, macht dann definitiv mehr Sinn. Und in der Umfrage, falls ihr es noch nicht gemacht habt, solltet ihr auch mitmachen. Falls ihr auch mal bei Merges betroffen seid mit mehreren Chars, auf älteren Servern wird ja dann das gleiche gelten. Also macht auf jeden Fall mit, auch wenn ihr bisher noch nicht auf den betroffenen Welten unterwegs seid. Ich hoffe, dass die Umfrage noch funktioniert. Ich schicke den Link rein. Hoffe, wenn ihr das Video seht, dass es eben noch geht. Ich habe mich hier schon ein bisschen vorbereitet. Mir ist ganz klar bewusst, wenn ich mal jetzt drüber nachdenke, man hätte jetzt gesagt, es wird Server 7 zum Beispiel und Server 41 gemerged. Deutschland, ne? Gut, ich heiße unterschiedlich auf den Servern tatsächlich, aber ich finde es eigentlich sogar cooler, wenn ich die Chance hätte zu sagen, ich kann meinen Charakter auf jeden Fall auf dieses Old Name, Old World benennen. Ich heiße jetzt Hanrizzle YouTube auf Server 7 und heiße Hanrizzle auf Server 41. Und ich hätte kein Problem damit, wenn man sagt, Hanrizzle von S41 heißt dann halt Hanrizzle_S41. Ich fände es dann aber cooler, wenn ich noch mich nennen könnte Hanrizzle_S7. Ja, das wäre halt eine super Sache. Also ich finde diese Lösung, Old Name, Old World in dem Sinne dann als einzige wirklich gut, weil ich finde, nach Level sollte man nicht gehen, wenn beide Charakter, also wenn nur ein Charakter aktiv ist, gerne nach Activity. Ja, aber ansonsten sollte man nach Level nicht gehen und nach Registration Date auch nicht, weil das halt nichts über die Aktivität aussagt. Und das macht halt alles keinen Sinn, von meiner Warte her. Old Name, Old World, ich finde, jeder sollte die Chance haben, seinen Namen, egal ob er einen Charakter nur hat oder mehrere, dass er auch, um so auch zu zeigen, wo er herkommt, die Chance hat zu sagen, ich möchte hinter meinem Namen _S9 US oder S2 Chile haben, ja, also in Kurzform. Er sieht natürlich nicht so schön aus teilweise, aber wäre sehr nice. Eine extra Kategorie wäre natürlich auch super. Genauso wie die Landesflagge, dass man eher eine, sag ich mal, Serverflagge hätte. Das heißt, direkt in der Hall of Fame integriert, würde dann neben dem Namen, zwischen dem Namen und der Landesflagge zum Beispiel noch stehen S2CH zum Beispiel. Wäre natürlich auch eine super Sache, dann könnte der Name so bleiben, wie er ist, aber wird wahrscheinlich nicht gehen. Deshalb keep it as it is. Will be renamed to Old Name, Old World. Macht da am meisten Sinn. Trotzdem soll man nochmal raten, welche Charakteristik eher in Frage kommt. Ich finde, die Aktivität ist die einzig
wichtige, die in Frage kommt. Man kann leider nicht beides auf 1 machen, deshalb setze ich eher das Level auf die 2, Registration Date auf die 1, weil es wie gesagt 0 aussagt. Das Level kann etwas über die Aktivität aussagen, aber sollte halt trotzdem nicht so die Gewichtung haben. Und do you have any further comments or personal references? Ich denke, für diese Umfrage wäre es sehr wichtig, dass man denjenigen, der umfragt, sagt, you should ask the people if they play 1, 2 or more characters actively on the merged servers. Also, ja, das ist ja wirklich sehr entscheidend, weil wenn einer gar nicht auf dem Server spielt, ja, der klickt dann irgendeinen Mist an hier. Klar könnte man hier auch irgendeinen Mist anklicken, aber man sollte es zumindest vorab klären. Und wenn es halt an Account gebunden wäre, diese Umfrage, würde es natürlich noch besser funktionieren. Ich sende es jetzt auf jeden Fall ab. Wie gesagt, macht mit. Es kann ja durchaus mal sein, dass es Server betrifft, wo ihr auch aktiv spielt. Und wenn ich mir vorstelle, es bitte auf meinen Servern so, würde ich es gerne so halten wollen. Deshalb sende ich das noch ab und hoffe, ihr könnt es auch noch machen, dass es noch offen ist. So, wo ich leider ein bisschen zu spät gekommen bin, ist mit der Nekromanten-Fähigkeiten-Geschichte. Ich hatte sie mir mal kurz angeguckt, dann war aber halt EU5 so krass am Start, so Festungsevent, da hatte ich keine Zeit. Und ja, leider nicht mehr in der Lage, das durchzuführen. Der liebe Dorsa hat ja Gott sei Dank ein Video dazu gemacht. Da kann man sich das zumindest auch nochmal anschauen. Link auch von seinem Video in den Kommentaren drin. Ja, es wurden 3 Skills vorgestellt. Der erste Skill ist die Minion-Beschwörung. Und die Minion-Beschwörung, also kommt so ein kleines Skelett, ist ja auch so, wie ich das in meinem englischen Video bekündet habe, als der Nekromant quasi feststand. Oder wenn man überlegt hat, dass es der Nekromant werden könnte, dass er Minions beschwört, die dann halt für einen kämpfen. Das klingt so, wie man sich das vorgestellt hat. Man muss dazu sagen, in der Beschreibung stand aber da, dass der Nekromant trotzdem angreifen wird. Ja. Und es ist jetzt nicht ganz, also es kommt einem so vor, wenn man auf dieses Bild guckt, ja, dass es ein stärke charakterisierter Gegner wäre, aber ja, mal gucken. Also ich glaube nicht, ja, oder sogar geschickt, wenn das hier eine 11 ist. Also ich glaube, dass das nicht ausschlaggebend ist, tatsächlich, diese Werte. Aber der Nekromant wird auch selber angreifen. Das Minion kann aber einen Angriff blockieren und ist halt für ein paar Runden am Start. Und in den Details weiß man natürlich nicht, was ist das Minion dann für eine Charakterklasse, wie stark ist das Minion, ist es abhängig von den eigenen Skills. Ja, muss aber dazu sagen, ich hätte mir vorgestellt, einen Nekromanten, der halt gar nicht angreift, weil im Prinzip ist ja das nicht die Fähigkeit eines Nekromanten, der beschwört ja tatsächlich. Also es gibt natürlich Fälle, wo sehr mächtige Gegner auch, ja, Totenbeschwörung durchführen können, die trotzdem kämpfen können, aber so jemand, der sich nur Nekromant schimpft, den stelle ich mir eigentlich nicht so stark vor. Wie so ein Druide, wie er früher war, der in seiner ursprünglichen Form halt sehr schwach war. So hätte ich mir eigentlich den Nekromanten vorgestellt, aber das kann ja noch passieren, das kann ja noch kommen, das kann ja trotzdem sein, dass er schwächer ist als Main-Char gegenüber anderen Chars, bis auf den Magier. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass der Nekromant dann, egal welche Form, welchen Skill er bekommt, ein Magier oder ein Hauptchar gegen einen Magier ist, wo sein Skill nicht eingesetzt werden kann. Und gegen die anderen Chars ist er dann ein geschwächter Hauptchar mit einer Fähigkeit. So, haben wir also das Thema Minion dabei. Das zweite ist, dass ein Ritual ausgeführt wird, was je nach Quality Level den Gegner etwas, sag ich mal, ja, behindern kann. Ich denke da immer gerne an Pokémon-Kampf, wo zum Beispiel der Gegner paralysiert würde oder verwirrt würde. Hier ist es so, dass er eben ja, Möglichkeit oder eine Chance hat, dass der Angriff fehlschlägt, dass er einen Schaden abbekommt, einen permanenten Schaden zum Beispiel, oder eben, dass seine Rüstung schwächer ist. Also das halt je nach Quality-Level kann passieren. Und der Nekromant würde dann halt normal angreifen. Das muss ich sagen, ist eine interessante Fähigkeit, tendenziell. Vom Skill her finde ich die sogar fast am interessantesten. Aber für mich kommt dieser Skill eher dem Plague-Doktor ja, zugute. Also der quasi irgendwelche kleinen Tränke wirft auf den Gegner, die dann eine gewisse ja, eben Funktion haben, einen gewissen Schaden anrichten. Hätte ich mir beim Plague-Doktor halt sehr gut vorgestellt, deshalb fand ich auch die Klasse cool. Deshalb finde ich den Skill cool, aber ich glaube, er passt nicht so gut zu einem Nekromanten, so wie ich mir einen Nekromanten vorstelle.
Ja, und die dritte Fähigkeit ist The Ritual of Ghost, also dass er im Battle startet, aber er ein Ritual ausführt. So, und dauert so lange, wie es dauert, entweder eine gewisse Rundzahl oder bis der eigene Spieler kaum noch, sage ich mal, HP hat. Dann wird das Ritual ausgelöst, wird eine starke Attacke entstehen. Man weiß natürlich noch nicht, auf welchen Werten wird diese Attacke bestehen. Wir kennen jetzt mittlerweile einen Swoop-Bonus, Swoop-Attack, die der Druid in einer Form hatte, in der Eagle-Form mit 500% Schadensbonus, die hat ganz schön reingehauen. Also man weiß, dass es funktionieren kann, so eine fette, starke Attacke, und sowas klingt auch immer ganz geil, aber hier haben wir ein Problem, oder hier sehe ich ein Problem eher im Late-Game. Im Late-Game ist es ja im Prinzip so, dass ein Kampf maximal 2 bis 3 Runden dauert und dann ist so ein Ritual schon wieder verpufft, außer man sagt natürlich, es startet das Ritual, er kriegt eine Attack ab und hat dann die Chance, das Ritual auszulösen. Dann muss man hoffen, dass die Attack stark genug war. Ja, ist sicherlich irgendwo auch interessant, geht auch damit einher, dass ein Kampf höchstwahrscheinlich sehr schnell geht. Das ist auch ein Faktor, der interessant sein kann. Mittlerweile kann man die Kämpfe verlängern, deshalb ist es nicht mehr so wichtig wie früher. Aber ich komme noch aus einer Zeit, wo man eigentlich gesagt hat, boah, alles, was beschleunigt, ist geil. Wiederum ist das natürlich aber auch keine Klasse für einen Gildenkampf, ja. Also wenn ich mir vorstelle, dass man einen Gegner zwar wegballert im Gildenkampf, dann ist es aber dann so, dass er gegen den nächsten Gegner ja gar keine Chance mehr hat, das Ritual auszunutzen. Also es ist kein Gegner, oder der Nekromant in dieser Form wäre kein Charakter, der, sag ich mal, bei ausgeglichenen Gildenkämpfen mehr als ein Gegner blätten kann. Und das ist natürlich auch nicht so geil. Wiederum stark kann es vielleicht im Portalbonus sein, im Guildportal, also im Gilden-PvP schlechter, im Guildportal könnte es vielleicht wieder cooler sein, aber es ist halt mehr so ein Entweder-Oder-Ding. Deshalb sehe ich dann tatsächlich die anderen beiden Fähigkeiten als etwas interessanter in längeren Fights, was nicht heißt, dass sie stärker sind. Ja, und prinzipiell, also hätte ich jetzt das auswählen müssen, hätte ich mich wahrscheinlich für die 1 entschieden, weil ich einfach denke, dass es am besten passt. Aber ich hätte gern noch mehr Infos gehabt zu Stärkenverhältnissen, weil es ist klar, man wählt jetzt den Skill aus und am Ende kommt es ja aber darauf an, ob der Skill auch sinnvoll ist, wie die Schadensverhältnisse sind. Und da wird es vielleicht auch hoffentlich nochmal einen dritten Beta-Test geben, oder überhaupt, ich sag mal, einen Test geben im Beta-Verhältnis, wenn die Expeditionen dann mal vorbei sind, dass man die Chance hat, das auch noch ein bisschen besser zu testen. Ja? Also ich finde in einigen Bereichen diesen Ritual of Ghost sehr interessant. Viel Damage, gerade gegen den Gegner, der viel besser ist, kann das vielleicht mega cool sein. Ich finde es halt aber leider für einige Gilden-Features echt scheiße. Und der zweite Skill, The Curse, wäre für mich eher dann der Charakter-Skill für den Plague Doctor, der hoffentlich dann vielleicht auch mal kommt oder käme, den ich immer noch interessanter finde als den Nekromanten an der Stelle. Ja, also könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gewählt habt. Ich glaube, die meisten werden die 1 gewählt haben, dieses Thema, ja, Nekromant beschwört Untote und so, das ist halt einfach im MMORPG-Bereich am weitesten verbreitet, nicht nur da, sondern allgemein. Und wenn die Fähigkeit sehr stark ist, müsste, wie gesagt, also beziehungsweise ich gehe davon aus, dass der Nekromant als Kämpfer selber geschwächt wird und seine Fähigkeit dafür dann sehr stark ist. Gerade bei den 2 Fähigkeiten, 1 und 2, hat man da sehr viel Varianz drin. Trotzdem, dass der Charakter vielleicht die Chance hat, auch im Gildenportal Damage zu machen, aber auch im Gilden-PvP etwas länger zu leben. Das macht auf jeden Fall einen Charakter deutlich interessanter für viele Spieler und sollte auf jeden Fall mit bedacht werden. Dafür ist er aber vielleicht auch ein bisschen schwächer als ein Magier oder so. Also es muss ja irgendwo eine Balance geben. Mal sehen, wo die liegt. Gut ist, dass man solche Umfragen macht. Ne? Alles, was öffentlich gewählt wird, ist besser. Wo die Reise hingeht, kommt dann natürlich auf das Mathematische drauf an. Das war's dann erstmal von mir. Haut rein, Leute, macht's, tschüss und Servus. Euer Basti.